Ja, ich bin Jörn Schubert und ich bin der Gründer, Erfinder und Komponist von Neopera und habe damals auch in der Band Dark Age gespielt und war da Lead-Gitarrist. Ja, wir sind hier gerade im Boogie Park in Hamburg. Ja, wir nehmen hier tatsächlich einen brandneuen Song auf für Neopera. Es ist kein kompletter Neopera-Song tatsächlich, weil es ist tatsächlich erstmal nur der klassische Gesang da, weil wir sind noch nicht ganz komplett. Also die Band, die findet sich noch neu. Dazu werde ich auch gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen, ne, warum wir quasi eine neue Band aufbauen gerade und wie es dazu kam. Ja, wir haben eigentlich einen ruhigeren Song aufnehmen wollen, so eine Mittempo-Ballade. Die ist jetzt allerdings in den letzten Monaten, wo wir dann dran gesessen haben, doch zu einem ziemlichen harten Song geworden. Sehr umfangreich tatsächlich. Es ist mehr geworden, als wir erwartet haben. Sehr spannend und vielschichtig und so ein paar Überraschungen auch tatsächlich in den Song eingebaut. Aber da kann ich noch nichts zu sagen. Ja. Ja, warum man so lange nichts von uns gehört hat, ist tatsächlich eine etwas längere Geschichte. Und zwar damals, als ich Neopera quasi als mein eigenes Projekt so erfunden habe und mit Eike damals irgendwie die EP aufgenommen habe und das erstmal ausprobieren wollte. Da hat das ja ganz gut funktioniert und ich habe gute Musiker gefunden, aber das waren alles erstmal Studiomusiker. Ne? Und die Plattenfirma Edel oder Ear Music hatte dann durch Dirk Schlechter von Gamma Ray dann auch ganz schnell Interesse gefunden an der Musik und dann konnte ich halt die erste Platte aufnehmen gleich, irgendwie ein Longplayer. Destined Race hieß die Platte. Die Soli, also ich bin halt Solo-Gitarrist gewesen. Die wollte ich halt zu Hause aufnehmen und wollte natürlich alles perfekt machen. So eigenes Projekt, viele Möglichkeiten, großes Studio, finanzielle Unterstützung. Endlich konnte es mal richtig geil losgehen. Da wollte ich natürlich keine Fehler machen. Ne? Und dann habe ich im Prinzip zu Hause alle Soli für die Platte schon eingespielt gehabt, außer zwei. Und bei dem einen Song Error, das war immer ein Problem für mich irgendwie. So die linke und die rechte Hand, die hat nie so richtig synchron zusammengespielt. Das Solo ist nicht schnell, aber auch nicht langsam. Es ist so genau in der Mitte, wo ich immer sehr ungern gespielt habe in der Geschwindigkeit, ja. Aber als klassischer Impuls war das genau die richtige Geschwindigkeit. Und ich wollte unbedingt genau diese Geschwindigkeit auf Perfektion bringen. Habe dann halt Tag und Nacht geübt und habe dann irgendwie gemerkt, es wird nicht besser. Ich habe gedacht, das kann doch nicht angehen, Mensch. Ne? Habe noch mehr geübt, Tag und Nacht und habe gedacht, das ist irgendwie alles immer noch Kacke. Und dann irgendwann habe ich mir dann überlegt, naja, es gibt doch solche Handtrainer, also solche Fingertrainer, irgendwie, wo man dann so die Muskeln noch ein bisschen aufbauen kann, habe ich mir bestellt. Ständig in der Hosentasche gehabt, irgendwie ständig dann noch irgendwie die Finger trainiert, irgendwie von morgens bis abends. Hat aber auch nichts gebracht und irgendwann habe ich dann so richtig schlechte Laune bekommen. Ne? Und habe gedacht, irgendwie schmeiß die Gitarre irgendwann an die Wand. Habe angefangen, mit kalten Fingern zu üben. Habe sehr verbissen geübt, mit viel Druck und innerer Aggression schon fast. Also ich war auch dann irgendwie auf den falschen Film gekommen. Und eines Abends, dann hat es mir plötzlich, ich weiß das noch, als ob es gestern gewesen wäre, in meinem Kopf richtig Bumm gemacht. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, was das ist. Es hat auch nicht wehgetan oder so, aber es hat irgendwie so, als ob irgendwie so eine kleine Explosion stattgefunden hat. Und am nächsten Tag hatte ich noch eine Bandprobe mit Dark Age und dann wollten wir zum Aufwärmen einen Song spielen und dann habe ich einfach gedacht, so, hä? Es geht nicht mehr, es funktioniert nicht mehr, ich kann diese Melodie nicht mehr spielen. Und dann habe ich gesagt, ey Jungs, ich kann Storm nicht mehr spielen. Und die haben einfach nur gesagt, bist du blöd, nimm dir mal ein Bier und entspann dich. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Ich habe gedacht, ja, irgendwie gestern Abend, das war irgendwie komisch. Vielleicht habe ich irgendwie, was weiß ich, eine Sehne irgendwie verzogen und es geht schon wieder weg. Und dann hatten wir aber auch die Tage darauf halt Dark Age Konzerte sogar noch und habe gedacht, das funktioniert alles nicht mehr. Dieser Ringfinger, der zieht die ganze Zeit irgendwie nach innen, der beugt sich die ganze Zeit. Ich kann irgendwie überhaupt nichts mehr richtig koordinieren und das fühlte sich auch noch scheiße an. Ne? Und dann bin ich halt zu verschiedenen Ärzten gegangen, die haben mich dann erstmal hier zum Physiotherapeuten und so geschickt, genau. Und da war das dann auch irgendwie so, dass diese Hand-in-Knochen hier irgendwie so leicht irgendwie nicht mehr richtig saßen und der hat das irgendwie wieder zurechtgedrückt, ging aber trotzdem nicht weg. Und ich habe gedacht, was ist denn das? Die ganze Zeit zieht der Ringfinger nach innen. Stand die ganze Zeit so. Ich konnte nicht mehr Gitarre spielen, war unmöglich. Ja, zu weiteren Ärzten. Und irgendwann war ich dann im Fachzentrum für Neurologie in Hamburg und da haben die dann diagnostiziert, das ist eine fokale Muskeldystonie und das ist tatsächlich eine Musikerkrankheit.
So einfach ist das tatsächlich nicht. Ich habe das auch nicht so richtig verstanden. So, was ist das eigentlich genau? Es ist auch vielleicht gar nicht zu Ende erforscht. So ist zwar schon wahrscheinlich eine ganz lange Musikerkrankheit. Also ich habe auch immer gehört, irgendwie, dass Robert Schumann sowas vielleicht gehabt haben könnte und so. Und es ist recht verbreitet unter Musiker, die halt sehr virtuos und schnell spielen und auch vielleicht zu viel üben. Und man hat wahrscheinlich auch eine genetische Disposition. So, meine Nerven sind dafür wahrscheinlich anfällig. Das war einfach zu viel geübt unter falschen Voraussetzungen, zu viel Druck. Und dann ist das tatsächlich so, dass das Gehirn, was quasi diese ganzen Bewegungsabläufe speichert, einen Kurzschluss hatte, kann man so sagen, und immer falsche Nervenimpulse an die Muskeln und zu den Synapsen einer Muskelgruppe schickt. In meinem Fall halt die linke Hand und der Ringfinger. Das wurde dann halt tatsächlich immer mehr, dass ich halt immer, wenn ich die Hand stillgehalten habe, der Ringfinger sich automatisch nach innen gezogen hat. Und ich kann das nicht mehr steuern. Also das ist halt eine Nervenschädigung. Ja. Und dann haben die mir gesagt, okay, es gibt einen Facharzt, einen Professor in Hannover, der hat sich darauf spezialisiert, auf Musikerkrankheiten. Und da gibt es eine Therapie, geh da mal hin. Der hat mir dann quasi Botox in den Unterarm gespritzt. Der Muskel, der quasi hier den Beuger betätigt vom Ringfinger, der sitzt ungefähr hier, die Synapsen, und die werden halt abgetötet durch Botox. Und da sich diese Synapsen quasi neu wieder aufbauen, immer wieder regenerieren, hat man vielleicht die Chance, dass die sich quasi entspannen und wieder normale Nervenimpulse leiten können. Man sagt, also die Spielfähigkeit wird nie wieder zu 100% wiederkommen. Wenn man 70% wieder erreicht, ist das schon sehr gut. Und ich habe halt lange Zeit diese Therapie gemacht. Und mittlerweile kann ich halt auch die Hand gerade halten und der beugt sich nicht mehr alleine runter. Nur wenn ich halt Druck ausübe. Blödes Beispiel, ich möchte mir das Gesicht waschen. Ne? Dann beugt sich der Finger plötzlich und ich habe dann quasi den Finger im Auge. Und beim Gitarrespielen ist es halt nach wie vor so, Melodie spielen ist so gut wie unmöglich. Ich spiele dann halt immer mit zwei Fingern. So, die beiden beuge ich runter und dann kann ich halt mit Zeigefinger und Kleinfinger so Powerchords spielen. Oder ich spiele vielleicht mit Zeigefinger und Mittelfinger. Das ist aber auch immer unangenehm. Du überstreckst. Wie gesagt, ich hatte dann gerade bei dem Solo von Error das Problem, okay, kann ich nicht mehr einspielen. Das war's. Ich hatte halt gute Kontakte zu Gamma Ray, weil wir halt im selben Studio waren. Dass ich den Henjo Richter von Gamma Ray gefragt habe, pass mal auf, ich habe eine Muskeldystonie, ich kann meine linke Hand nicht mehr bewegen. Du musst mir das Solo einspielen. Hier hast du die Noten, geil das. Und er hat gesagt, klar, mache ich dir. Und hat er auch super gemacht. Gar keine Frage. Ich war dann auch happy und habe auch wirklich das Glück für mich gehabt, dass ich eigentlich so die anderen Soli alle fertig hatte. Da war noch ein anderes Solo, das war aber easy. Das konnte ich auch mit zwei Fingern mehr oder weniger einspielen. Ich musste ein bisschen tricksen, ein bisschen zurechtschneiden. Das ging nicht anders, aber das war okay. Ja, somit hatte ich auf der Platte quasi nur ein Solo, was nicht mehr von mir war oder gespielt wurde quasi. Das Problem war, dass ich dann auch irgendwann das Gefühl hatte, ja, wie soll das denn nun weitergehen? Die Platte wurde dann fertig aufgenommen. Die Plattenfirma hat gesagt, alter Falter, alles geil und los, ab auf die Bühne. Ja, aber ich kann ja die Soli gar nicht spielen, wie soll ich das denn machen? Ja, und dann mussten wir dann halt gucken, irgendwie, dass wir dann halt fix alles quasi für live, wie gesagt, im Studio war alles fertig, alles cool, aber live musste ja jetzt alles umgemodelt werden. Da ich halt die Soli, die ich mein Leben lang gespielt habe, das war halt alles schneller, filigranes Zeug, so, find mal einen, den du einfach sagst, pass mal auf, irgendwie spiel mal meine Soli live. Das ist ja dann auch nicht so einfach. Ne? Und ich hatte dann das Glück, den Mikis Trimborn zu treffen, der gesagt hat, ich setze mich hin, ich ziehe mir da eine Soli rein, ich übe die so lange, bis ich sie kann und dann gehen wir auf die Bühne. Fühlte sich aber trotzdem komisch an. Ne? Ich konnte dann nur noch irgendwie mit meinen zwei Fingern quasi die Rhythmusgitarre spielen und ein anderer spielt meine Soli so. Damit musste ich mich irgendwie erstmal mit auseinandersetzen. Und in der ersten Zeit, weil, weißt du, da fängt alles so schön an und dann hat man da plötzlich so ein Problem irgendwie. Man macht erstmal irgendwie weiter. Das war schon eine ziemlich harte Nummer. Genau, es war auch ein Grund natürlich, dass die Band sich dann irgendwann aufgelöst hat, ja. Weil auf der einen Seite fühlte ich mich irgendwie nicht mehr als Musiker. Ich habe irgendwie mein inneres Ich verloren, weil ich habe mich mein Leben lang als Gitarrist angesehen. Gitarre spielen war für mich nicht nur, ja, geil, ich spiele in einer Band, sondern es war für mich wie eine Meditation. Ich habe mein ganzes Leben lang Gitarre gespielt, um meine Ruhe zu finden. Und das war dann auch alles weg.
Und ich musste mich quasi komplett neu erfinden. Ich spiele nicht mehr so viel Gitarre. Ich komponiere auch nicht mehr so viel mit der Gitarre, weil das sehr, sehr frustrierend ist. Dafür spiele ich jetzt aber wieder sehr viel mehr Klavier, weil die linke Hand die Begleitung ist und du kannst einfach mehr einfache Sachen machen und die Melodie in der rechten Hand. Man muss echt immer das Positive sehen im Leben. Und Neopera ist für mich tatsächlich eins der wichtigsten Sachen in meinem Leben, weil ich die schmerzlichste Seite erlebt habe. Aber dadurch jetzt auch lerne, egal was passiert, man findet immer eine positive Möglichkeit, das wieder ins Gute zu richten.